Ja, wir haben schon zusammen einmal geschaut. Die Kurbelwelle ist auf jeden Fall durchgebrochen. Am ersten Zylinder ist auch der Pleuelagerschaden. Vermute mal auch die Hauptgasse. Hat sich als allererstes zerlegt. Die Hauptlagergasse habe ich bis jetzt noch nie Lagerschaden oder so ersetzt. Das sind noch die allerersten. Und denke mal, dass da ein bisschen viel Spiel über die Jahre gekommen ist. Das Auto hat jetzt 390.000 Kilometer drauf. Ist nicht mehr Serie, läuft mit 225 PS und 440 Newtonmeter. Ja, dann kann das schon mal passieren, dass die Lagergassen irgendwann aufgeben. Wir sehen uns das aber dann nochmal zusammen genauer an, wie die Kurbelwelle den Schaden überhaupt bekommen hat. Auf jeden Fall werde ich den kompletten Motorblock zerlegen, euch in den Videos das alles einmal zeigen. Natürlich auch einiges ja, im Allgang, weil die meisten wissen ja, wie solche Sachen zerlegt werden. Ja, fangen wir mal an, ne?
So, die Zylinderlaufbahn habe ich gesäubert. Besser gesagt nur einmal durchgeputzt. Die sehen alle sehr gut aus. Der Hohnschliff ist noch zu sehen. Keine Auswaschung an Zylindern, auch keine Riefen. Da hinten sieht man so eine ganz kleine Spur, aber das ist, denke ich mal, vom Kühlmittel, weil da ein bisschen Kühlmittel jetzt in kurzer Zeit stand. Oben natürlich der schwarze Rand ist der Feuersteg, oberhalb des ersten Kolbenrings. Hier oben sehen wir so eine ganz, ganz leichte schwarze Stelle. Das ist aber alles soweit ganz gut. Wir holen ja die Zylinder sowieso jetzt dann einmal durch und holen uns dann das passende Maß auf den Kolben. Das heißt, die Kolben beschichten wir dann mit einer Spezialbeschichtung. Manche sehen das ja vielleicht bei manchen Kolben, diese schwarze Beschichtung ab Werk. Sowas in der Art ist das, nur viel fester noch. Die wird aufgetragen und eingebrannt in mehreren Schichten, bis man die Dicke hat. Und die ist so verschleißfest wie auch das Aluminium, besser gesagt sogar besser wie das Aluminium, weil man auch dann die Notlaufeigenschaft hat von dieser Spezialbeschichtung. Aluminium würde sofort fressen, wenn das einmal mit der Kolbenwand ohne Schmierung in Berührung kommt. Aber ja, schauen wir weiter.